Im August, das nicht verpassen. Gurken blühen und tragen viel länger Früchte. Schaut euch diese Gurken genau an. Viele denken, der August sei das Ende der Saison und die Pflanzen hätten keine Kraft mehr zum Blühen. Aber jetzt, wo die Tage warm und die Nächte etwas kühler sind, können Gurken eine zweite Wachstums- und Fruchtphase erleben. Bevor ich euch zeige, was ich in meinem Garten mache, schreibt mir doch in die Kommentare, wo ihr gerade seid und wie das Wetter bei euch ist. Sind die Temperaturen bei euch über 30 Grad Celsius? Die meisten machen im August denselben Fehler. Sie gießen ihre Gurken jeden Tag reichlich, in der Annahme, es würde ihnen guttun. Die Pflanze bildet dann oft viele Blätter, aber weniger Blüten und Früchte. Deshalb machen wir heute etwas ganz anderes. Nehmt 10 Liter Wasser, gebt 200 Milliliter Joghurt oder Kefir und einen gestrichenen Esslöffel Trockenhefe hinzu. Verrührt alles gut und lasst es etwa 10 Minuten ruhen. Während die Mischung wirkt, beobachten Sie die Blätter Ihrer Gurken. Sind sie blass, eingerollt oder sieht die Pflanze mittagsmüde aus, ist es Zeit zum Nachdüngen. Warum diese Kombination? Hefe regt die Aktivität nützlicher Mikroorganismen im Boden an, und Joghurt oder Kefir nährt diese Mikroorganismen und hilft der Pflanze, Nährstoffe besser aufzunehmen. Das Ergebnis ist meist innerhalb weniger Tage sichtbar, neue Blüten erscheinen, die Pflanzen treiben wieder aus und die Früchte werden gleichmäßiger. Nun kommt der wichtige Schritt, den viele übersehen: Gießen Sie die Mischung nicht in der Mittagshitze auf die Blätter. Am besten gießen Sie abends, wenn der Boden nicht mehr heiß ist. Geben Sie etwa einen halben bis einen Liter der Lösung direkt an die Wurzeln jeder Pflanze in die zuvor angefeuchtete Erde. Gießen Sie nach dem Nachdüngen nicht sofort wieder reichlich. Lassen Sie die Wurzeln die Nährstoffe über Nacht langsam aufnehmen. Wenn der Boden ständig durchnässt ist, ist die Wirkung deutlich schwächer. Ich dünge meine Gurkenpflanzen im August alle 7 bis 10 Tage, und dann sehe ich den größten Unterschied. Alte Pflanzen, die schon aussahen, als ob ihre Blütezeit vorbei wäre, fangen wieder an zu blühen. Schaut euch den Unterschied zwischen einer gedüngten und einer ungedüngten Pflanze an. Die eine blüht weiter, während die andere langsam aufhört zu blühen. Also erntet eure Gurken nicht zu früh. Übrigens, eine Frage an euch: Habt ihr schon mal bemerkt, dass Gurken besser reifen, wenn man sie täglich erntet? Schreibt in die Kommentare, wie oft ihr erntet, denn das hat auch einen großen Einfluss auf die Blüte. Wenn euch diese praktischen Gartentipps gefallen, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr eure Gurken im heißen August auf natürliche Weise vor Blattvergilbung und Mehltau schützen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch, dass eure Gurken bis zum Ende der Saison blühen und Früchte tragen. Besprühe deine Gurken mit nur einem dieser Mittel und sie tragen bis zum Winter Früchte. Gurke. Meine Freundin, wenn du möchtest, dass deine Gurken grün, gesund und voller Früchte bleiben, selbst wenn viele denken, die Saison sei vorbei, dann schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Das Rezept, das ich dir gleich vorstellen werde, ist komplett natürlich, einfach und wird von vielen Gärtnern genau jetzt im Jahr verwendet. Aber spring nicht gleich zum Rezept. Zuerst möchte ich dir einen Fehler zeigen, den fast jeder macht und der dazu führt, dass Gurken vorzeitig keine Früchte mehr tragen. Wenn du denselben Fehler machst, bringt auch zusätzliches Düngen nicht die volle Wirkung. Bevor wir weitermachen, schreib mir in die Kommentare, aus welcher Stadt oder welchem Land du zuschaust. Ich freue mich immer zu sehen, wie viele von uns aus aller Welt kommen. Wenn dir Tipps zum natürlichen Gärtnern gefallen, abonniere den Kanal und gib einen Daumen hoch, so hilfst du mit, dass dieses Video noch mehr Menschen sieht. Gurken verbrauchen enorm viel Energie, um neue Früchte zu bilden. Wenn die Pflanze in dieser Zeit nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt wird oder von Pilzkrankheiten befallen wird, verfärben sich die Blätter gelb, die Blüten fallen ab und das Wachstum verlangsamt sich. Daher ist es sehr wichtig,
sie gelegentlich mit natürlichen Mitteln zu düngen und zu schützen. Ein weiterer wichtiger Tipp: ernten Sie die Früchte regelmäßig. Lassen Sie keine großen, überreifen Gurken an der Pflanze, da diese viel Energie verbrauchen und die Entwicklung neuer Früchte hemmen. Entfernen Sie außerdem alte und beschädigte Blätter, damit die Pflanze besser atmen und die Luftzirkulation verbessert wird. Und nun zum Rezept. Geben Sie in 10 Liter Wasser 200 Milliliter Naturjoghurt, 1 gehäuften Esslöffel Trockenhefe. Verrühren Sie alles gut und lassen Sie die Mischung 20 bis 30 Minuten quellen. Besprühen Sie die gesamte Pflanze mit dieser Mischung, sowohl die Ober- als auch die Unterseite der Blätter, am besten abends oder frühmorgens, wenn die Sonne nicht zu stark scheint. Sie können die gleiche Mischung auch zum Gießen verwenden, etwa einen halben bis einen Liter pro Pflanze, je nach Größe. Wenn ihr das Rezept ausprobiert, schreibt mir unbedingt in den Kommentaren, wie es gelaufen ist. Ich freue mich immer zu lesen, wie eure Gärten gedeihen und welche Erträge ihr erzielt habt. Ich wünsche euch gesunde Pflanzen, volle Gurkenkörbe und eine reiche Ernte bis zum Winter. Bis zum nächsten Video. Wissen Sie, was der größte Feind Ihrer Tomaten, Paprika und Gurken im Sommer ist? Es ist weder ein Schädling noch eine Krankheit, es ist die Sonne. Ja, genau das, was ihnen beim Wachsen hilft, kann sie jetzt an einem Tag verbrennen. Die Blätter kräuseln sich, die Früchte werden schwarz und die Pflanzen verwelken, als hätte sie tagelang niemand gegossen. Aber keine Sorge, es gibt einen einfachen Trick, um sie vor der extremen Hitze zu schützen, ganz ohne Chemikalien oder teure Präparate. Gerade jetzt, wo Pflanzen Feuchtigkeit, Kraft und Schutz am meisten brauchen, ist der richtige Zeitpunkt, ihnen etwas Besonderes zu geben. Wenn Sie bemerken, dass die Blätter abfallen, die Stiele weich werden und die Blüten keine Früchte tragen, bedeutet das, dass die Hitze ihren Tribut fordert. Die Lösung liegt in Ihren Händen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was Sie jetzt am meisten brauchen, ist ein natürlicher Schutzschild, der die Wurzeln kühlt, die Pflanze von innen stärkt und einen Schock durch plötzliche Temperaturschwankungen verhindert. Und genau das erreichen Sie mit diesem einfachen Getränk, das besser wirkt als viele Fertigprodukte aus dem Regal. Wir verraten Ihnen jetzt das Rezept. Nehmen Sie 1 Liter Milch, die aus dem Tetrapack geht auch, 1 Esslöffel Trockenhefe, gemahlene Eierschalen von 2 Eiern, alles vermischen und 2 Stunden quellen lassen. Anschließend die Mischung direkt in die Erde rund um die Pflanze geben, nicht auf die Blätter. Die Wurzeln nehmen alles auf, was sie brauchen. Calcium aus den Schalen, Bakterien aus der Hefe, die die Abwehrkräfte der Pflanze stärken, und Milch, die kühlt und die Mikroflora im Boden regeneriert. Das Ergebnis? Die Pflanzen trotzen selbst größter Hitze, blühen und tragen Früchte, und es sieht aus, als könne ihnen die Sonne nichts anhaben.